Die weltgrößte Michael Jackson Convention hat wieder ihre Tore geöffnet. Für die Kingvention 2026 sind Fans aus ganz Europa nach London gereist, um gemeinsam das Vermächtnis des King of Pop zu feiern. Ich melde mich von der Kingvention. Es ist super laut hier. Musik ist richtig auf volle Touren. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf seltene Originalstücke aus Michael Jacksons Karriere, treffen ehemalige Wegbegleiter wie Bill Wolfer, Hugo Housiat und Seth Smith, erlebe exklusive Einblicke und begleite die Fans durch einen ganzen Tag voller Michael Jackson-Geschichte. Außerdem spreche ich mit Besuchern vor Ort, erleben einige Überraschungen und ihr seht die Highlights der Abendveranstaltung. Kommt mit zur Kingvention 2026 in London. Kingvention 2026. Ich bin hier in London in der Glaziers Hall. Ich habe hier gerade mein Bändel abgeholt. Ich bin hier als Influencer gelistet, deshalb durfte ich hier ein bisschen früher rein. Auf dieser Leinwand haben wir gerade You Are Not Alone gesehen. Eine Director's Cut Version mit sehr viel nackter Haut. Michael Jackson und Lisa Marie Presley in einer ganz besonderen Version. You need to go to the first floor now. They're going to play something very special. Oh, okay. No camera, no phones. Yes, you're late. Hier hört ihr es, You are too late, ihr seid zu spät und tatsächlich, wir waren zu spät. Die Veranstaltung sollte um 10 Uhr beginnen und wir kamen erst wenige Minuten nach 10 an. Dabei hatten wir eigentlich geglaubt, dass es erst später losgehen würde. Zum Glück hatte Vanessa vom Michael Jackson Fanclub Malibu auf Instagram gepostet, dass die Kingvention gleich beginnt. Als ich ihre Story sah, wurde ich stutzig und rief sofort Chris an. Wenige Minuten später waren wir bereits auf dem Weg zur Veranstaltung. Ganz reibungslos lief es allerdings nicht. Unser Hotel lag zwar nur wenige Minuten entfernt, aber auf dem Weg zur Glaziers Hall bemerkte ich, dass ich ein wichtiges Kabel im Zimmer vergessen hatte, mein Mikrofon. Also hieß es noch einmal umdrehen, zurück ins Hotel und anschließend im Eiltempo zur Convention. Im Veranstaltungsgebäude angekommen, ging es direkt nach oben in einen Screening-Raum. Dort wartete eine besondere Überraschung auf die eingeladenen Influencer und Content Creator. Uns wurde exklusiv ein Director's Cut des Musikvideos You Are Not Alone gezeigt. Aufnahmen waren dabei streng untersagt, weshalb ich euch leider keine Bilder davon zeigen kann. Die Version unterscheidet sich deutlich vom bekannten Musikvideo. Zu sehen waren vor allem Michael Jackson und Lisa Marie Presley in der bekannten Kulisse des Videos. Allerdings mit einigen bislang unveröffentlichten Einstellungen. Besonders auffällig war die deutlich freizügigere Inszenierung, die es so nie in der Veröffentlichungsfassung geschafft hat. Leider verpassten wir durch unsere verspätete Ankunft die ersten Minuten der Vorführung. Die letzten Minuten konnten wir aber noch sehen und das war definitiv ein außergewöhnlicher Moment. Für viele von uns dürfte dies die einzige Gelegenheit gewesen sein, diesen Director's Cut überhaupt einmal zu sehen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir eine Kamerafahrt von Michael Jacksons nackten Füßen über seine Beine, über sein Gesäß, über sein Bauch, Brust bis zu seinem Kopf und Michael war nur mit einem Tuch um seine Lenden bedeckt. Und dahinter stand Lisa Marie Presley, die, wenn ich mich recht erinnere, nur mit ihren eigenen Händen die intimsten Stellen ihres Körpers verdeckte. Diese Aufnahmen wurden definitiv in einem sehr intimen Setting gedreht und die beiden waren sicherlich splitterfasernackt unter ihren Tüchern, die sie anhatten. Ein besonderer Auftakt also, noch bevor die eigentliche Kingvention überhaupt begonnen hatte. Wir dürfen jetzt hier schon ein bisschen früher rumgehen und ich gehe mit euch hier einfach mal eine Runde. Wir sehen hier links Captain EO Kunstwerke. Die ganze Kingvention dieses Jahr steht ganz im Zeichen von Captain EO. Hier sehen wir die Ausstellungsstücke von Propstore, die aktuell zur Auktion stehen. Und hinter mir sehen wir auch, who are you? We're Propstore. Ah, you're from Propstore? Yeah, yes. We're Propstore and
all of these items you see today are coming up in our October music auction. Oh, October? Yeah. You have still time. Ihr habt Zeit. Still time to register, bid, or even if any of your viewers want to consign, Yes. then we're happy to look at anything that's being offered to us. Where they can do that? They can do that online, Yes. contact propstore.com, or they can email me directly, mark@propstore.com. Perfect. Happy And- to answer any questions. Okay, and do you have any information where are these costumes from Michael? This jacket here is from the collection of Omar Barty. Ah, from his... From Omar, these were... Yes, okay. This is from Omar's personal collection Yes. that he's now decided to sell, and that is probably, I think, the most famous of Michael's non-stage worn jackets. Yes. He wore it every day for There are just many socialising. photos. Yes. Loads and loads of photos of Michael wearing this, and it's absolutely superb. It's an incredible piece of Michael Jackson history. The gold braid on it is actually 24 karat gold braid that he had Tompkins and Bush make for him. Yeah. There's also a face mask, Yeah. which is the maroon version from Michael, Yeah. and also the sailor's jacket that Yeah. they customised and So made beautiful. especially for him. So For him. all of these are coming up in October. Auction goes live in September, and this is sort of like a Michael Jackson Beatles crossover. This is where Michael became director of Northern Songs Limited when he bought it from, obviously, under the nose of Paul McCartney. This is Michael Jackson's directorship forms filed in the British courts for him to be director of Northern Songs. So he controlled the whole Beatles catalogue at one point. Perfect. Great. Yeah. Yes. Thank you for showing us. No problem. these- Absolute pleasure. Yes. Any more questions, please come and see. Hier ein Blick von oben in die Veranstaltungshalle, wo unten die Gastredner stehen und Fotos machten. Da unten seht ihr sie, ganz klein. Wenig später startete das Kingvention Live-Programm. Gegen 11:45 Uhr wurde schließlich die Main Hall geöffnet und die Besucher konnten ihre Plätze einnehmen. Wenige Minuten später begann das offizielle Bühnenprogramm der Kingvention 2026. Nachdem wir unsere Plätze gefunden hatten, startete um 12 Uhr ein Videoeinspieler. Musikalisch stand die Kingvention unter dem Motto MJ Remixed. So lief ein Blood on the Dance Floor Remix und im Hintergrund liefen Höhepunkte aus Michael Jacksons gesamter Karriere. Schließlich eröffnete Past Jax die Kingvention mit den Worten: Ladies and gentlemen, welcome to Kingvention 2026. The way you make me feel. Den Auftakt machte die A-Cappella-Gruppe Vocal Check. Mit einem Medley aus bekannten Michael Jackson-Hits sorgten die Sänger und Sängerinnen für die passende Einstimmung auf den weiteren Tag. Ganz ohne Instrumente, dafür mit Gesang, Beatboxing und jede Menge Energie brachten sie die Stimmung im Saal schnell auf Betriebstemperatur. Nach der rund 10-minütigen Performance begann schließlich die eigentliche Kingvention. Durch das Programm führte in diesem Jahr erneut Past Jax, einer der Organisatoren der Veranstaltung. Er begrüßte die Besucher, stellte das Tagesprogramm vor und führte anschließend durch die Gespräche mit den Ehrengästen der Convention. So it's great to be back in London, but I'm Pez Jax. This is my first time hosting on my own. I've been on this stage for 11 years and aged horribly, but I thought this year I'm going to do it by myself. I'm going to get up here and I'm going to host by myself. So back in January I thought, right, what am I going to wear for my first solo host? So I thought, right, well, the biopic's coming out in April, so why don't I go Victory Tour? I'll do like a white shirt with diamantes down the front,
black and white trousers. And then the biopic came out, and I saw Jafar, and I thought, oh, for God's sake. I think it's fair to say that none of us are ever going to be able to do that look again. So thanks, Jafar, for that, because now it's just jeans and a t-shirt. But our first guest has worked on Can You Feel It? He is responsible for Billie Jean, he's done Beat It, and he's going to tell you all about it. Please give a huge hand for our first guest, Bill Wolfer. Mit Bill Wolfer begrüßt die Kingvention einen Musiker, der Michael Jackson über viele Jahre hinweg begleitet hat. Wolfer arbeitete nicht nur für Michael Jackson, sondern auch mit den Jacksons zusammen und war unter anderem Teil der Triumph Tour. Fans kennen ihn vor allem durch seine Arbeit an einigen der bekanntesten Songs der Jackson-Geschichte. Er wirkte unter anderem an Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something und Can You Feel It mit. Außerdem war er an der Entstehung von Say 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 beteiligt. Neben seiner Arbeit mit Michael Jackson arbeitete Wolfer auch mit Künstlern wie Stevie Wonder, Shalamar, Vanity und Carrie Lucas zusammen. 1982 veröffentlichte er zudem sein eigenes Album Wolf, auf dem Michael Jackson bei 2 Titeln als Background-Sänger zu hören ist. Too Shy und Papa Was a Rolling Stone. Nach seinem Auftritt auf der Kingvention habe ich mit Chris und Janni vom Jackson Mania Podcast über die spannendsten Geschichten und Erinnerungen gesprochen, die Will Wolfer mit den Fans geteilt hat. Denn filmen durften wir das Interview auch nicht. MJ Update in London, Kingvention. Ja, die Party ist auf dem Siedepunkt, wie ihr merkt. Keine Reaktion. Ja, kommt. Ja, was haben wir gerade gesehen? Wir kommen gerade frisch aus dem Raum raus, aus dem Veranstaltungsraum, und wir haben Bill Wolfer gesehen. Ja, Wahnsinn. Bill Wolfer ist ein, ja, was ist er? Ein Keyboarder, Tasteninstrumenter sozusagen, also Programmierer, man hat aber auch ein bisschen was programmiert, das Synthesizer, eine Legende ist, mit Stevie Wonder zusammengearbeitet, also mit ganz vielen tollen Künstlern, Künstlerinnen. Und er hat auch einen YouTube-Kanal, wo er sehr häufig über seine Zusammenarbeit mit Michael Jackson, aber auch mit anderen Künstlern berichtet. Daher kannte ich ihn und habe mich natürlich sehr gefreut, dass er heute auch hier zu Besuch ist und hier Geschichten erzählt hat über die Zusammenarbeit mit den Jacksons, mit Michael. Und ja, was hat euch da am besten gefallen, Janni? Welche Geschichte fandest du am besten, beeindruckendsten? Ich würde sagen, alles, was sich um die Triumph Tour gedreht hat, weil ich finde, die Triumph Tour ist so ein Aspekt von Michaels Karriere, den ich unfassbar faszinierend finde, der aber, finde ich, irgendwie kaum beachtet wird. Es war so vor Thriller noch mit den Jacksons, viele denken nicht drüber nach, aber eigentlich war es ja so auch ein Schritt in die Richtung, dass Michael so sich entwickelt hat als Solokünstler und die Geschichten, die er darüber erzählen konnte, über die Proben. Was hat er denn da konkret erzählt? Ja, so Kleinigkeiten über Michaels Charakter halt, wie er auf seine Ernährung geachtet hat und sich nicht getraut hat, unbedingt so was Ungesundes an so einem Automaten zu kaufen, wie Michael. Da hatte er sich eine Zutatenliste, da hat er Geschichte erzählt, ne? Er hat sich die Zutaten durchgelesen und dann die Produkte wieder zurückgelegt, weil ihm geschenkt, den Schokoriegel, den er sich geholt hatte. Ja. Weil er dachte, war er vegan, ungesund oder irgendwas hat ihm ja nicht gefallen, ne? Nicht gefallen. Oder wie Michael, ja, so in Charge schon war von allem, also dass ein Mitglied der Band von den Brüdern was verändern wollte an der Show und das dann eben umgesetzt wurde und Michael dann aber meinte, nee, wir machen das wieder so wie vorher. Also das fand ich Das war auch meine lustigste Geschichte. Ja, war sehr lustig. Wo Jackie quasi Bill Anweisungen gegeben hat für die Triumph Tour. Können wir das bitte so und so spielen? Und Michael sich gewundert hat, warum spielt er das so komisch, und hat ihn mal zur Seite genommen, zur Brust genommen und gesagt, hey, warum spielst du das so komisch? Und er, ja, aber hier, dein Bruder hat gesagt, ich soll das so spielen. Das ist anders, ja. Und dann war es irgendwie 3/4 Stunde, sind die beiden verschwunden. Also Michael ging mit Jackie. In Klausur gegangen. Ja. Und danach durfte Bill Wolfer das wieder so spielen, wie er es gewohnt war. Also Michael hat sich durchgesetzt. Und was das Tolle an der Geschichte ist, dass die kannte ich zum Beispiel noch nicht. Manchmal hört man ja auch so schon Geschichten auch auf so einer Veranstaltung wie hier nochmal. Man hat sie schon mal gelesen oder auch von der gleichen Person schon mal vielleicht auch bei YouTube oder woanders gesehen. Und diese Story kannte ich so noch nicht und das war super. Ja. Oder auch die mit Steven Spielberg fällt mir gerade noch spontan ein, wo... Die war auch gut, ja. Genau, wo Michael Bill Steven Spielberg vorstellen wollte und das irgendwie nicht funktioniert hat. Ja, wer war dort? Quincy Jones? Steven Spielberg. Steven Spielberg, Stevie Wonder noch. Stevie Wonder, Quincy Jones und Michael saßen am Tisch und
Bill Wolfer stand etwas weiter entfernt und wollte ein Foto machen oder hat ein Foto gemacht von denen und hat und Michael hat zurückgewunken. Und später stellte sich heraus, er hat nicht gewunken in das Foto, sondern er hat ihn zu sich gewunken, denn Michael wusste, dass Bill Wolfer ein großer Filmfan ist, auch wie Michael. Und dann ist Michael am Ende nach dieser Veranstaltung zu ihm gegangen und hat gesagt, Bill, warum bist du nicht zu mir gekommen? Ich wollte dir dir Steven Spielberg vorstellen. Und Steven Spielberg war da auch am Tisch und das hatte Bill Wolfer vom Weiten nicht gesehen. Dann allerdings auf dem Foto. Und da hat er gesagt, da hat er eine Chance vertan. Ja. Und Chris, was waren so deine Lieblingsmomente von Bill Wolfer? Also im Vortrag jetzt hat Janni eigentlich schon alles erzählt, was mir auch gefallen hat, diese Einblicke. Ich hatte meinen Lieblingsmoment jetzt eben gerade bei der Autogrammstunde, bei dem Meet and Greet, denn da konnte ich endlich mal eine Frage stellen, die mich schon seit Jahren belastet, vielleicht nicht belastet, nein, aber sie hat mich beschäftigt. Denn ich finde sein Album von Bill Wolfer, der hat ein Soloalbum auch gemacht, das finde ich super. Und auf diesem Album ist Michael auch als Background-Sänger mit drauf. Also auf 2 Liedern offiziell. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er noch bei 1 oder 2 vielleicht doch im Background gesungen hat. Und das, weil der Chor ist sehr ähnlich, und das hat er mir auch gerade nochmal erklärt, der Chor ist halt alles in der gleichen Stimmlage und deswegen hört es sich manchmal so an, als würde Michael häufiger mitsingen. Er singt aber tatsächlich nur bei So Shy und Papa Was a Rolling Stone mit im Chor. Und er hat Michael gefragt, ob er auch einen Solopart machen würde. Das hat er dann in dem Moment aber abgelehnt. Aber diese anderen Stücke sind ja auch offiziell, dass Michael, die hat in den Credits auch genannt, aber es sind keine anderen weiteren Songs drauf. Das hat mich tatsächlich beschäftigt, weil ich das Album ein paar Mal hoch und runter gehört habe. Das ist ein sehr funky Album, gefällt mir sehr gut und jetzt habe ich Gewissheit. Ja. Bist du deswegen ein bisschen schlauer. Genau, aus erster Quelle, nicht irgendwo im Netz nachgelesen, sondern aus erster Quelle erfahren. Ja. Und hier bei MJ Update erfahrt ihr es, ja. Ja, gibt es sonst noch was zu Bill Wolfer zu sagen? Ja, hast du was vergessen? Also es ist erstaunlich. Ich muss immer wieder sagen, ich bin ja mehreren Veranstaltungen jetzt dieser Art schon gewesen. Ich bin immer erstaunt, auch wie amüsant und wie unterhaltsam diese Menschen alle so sind, wie lustig diese Menschen sind. Also alle, die heute hier aufgetreten sind, waren lustig und und war amüsant. Es ist echt unterhaltsam. Also wenn ihr da eine Chance habt, geht auf so eine Veranstaltung. Also auch Jennifer Batten ist für mich immer noch die größte Comedian aller Zeiten. Wirklich, geht auf solche Veranstaltungen, schaut euch das an, weil das ist wirklich grandios. Man wird unterhalten und erfährt noch was über Michael. Also was will man mehr? Ja, das kann ich nur weitergeben oder dem nur zustimmen. Gerade wie lieb alle Menschen sind, die mit Michael zusammengearbeitet haben, wird einem immer wieder klar, wenn man sie kennenlernt. Und auch wie konsistent die Geschichten sind, weil wenn man schon viele gehört hat, die über Michael Jackson erzählen, ergibt sich ein rundes Bild. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder irgendwie was anderes erzählt. Die Leute erzählen alle, wie spannend es war, mit Michael zusammenzuarbeiten, wie partnerschaftlich, kollegial, aber auch bestimmt Michael war, wenn er was umsetzen wollte. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, die Art und Weise, wie Michael Jackson, das war am Anfang des Gespräches, da hat Pess ihn gefragt, dass Michael von vielen nicht als Musiker bezeichnet wird. Und da ist Bill Wolfer auch nochmal richtig drauf eingegangen, hat gesagt, Michael Jackson ist ein Sänger und damit ist er ein Musiker. Also nur weil er keine Instrumente spielt. Michael hat die Musik in seinem Kopf und er gibt diese Musik so an seine Mitarbeitenden weiter und die setzen diese Musik für ihn um und die müssen halt auch so lange in die Proben gehen, bis die Musik so sitzt, wie Michael es sich gewünscht hatte und in seinem Kopf die Musik war. Und das war auch nochmal ein sehr schöner Moment zu sehen, wie alle für Michael arbeiten, aber auch wie jeder ganz klar sagt, Michael war ein Musiker. Einige interessante Erinnerungen von Bill Wolfer kamen in unserem Gespräch gar nicht oder nur am Rande vor. So erinnerte er sich noch gut an die Zeit der Triumph Tour und an die Zusammenarbeit mit den Jacksons. Besonders schmunzeln musste er, als es um die Stimmen der Brüder ging. Nicht nur Michael Jackson hatte eine außergewöhnlich hohe Stimme. Laut Bill Wolfer waren die Jacksons insgesamt für ihre eher zarten und hohen Stimmen bekannt, was sich auch in diesem besagten Streit widerspiegelte. Besonders bewegend war auch eine Erinnerung an Michael Jackson abseits der Bühne. Bill Wolfer erzählte von den Feierlichkeiten zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Während viele Menschen den Tag mit Freunden, Picknicks und Feuerwerk verbringen, fragte er Michael einmal, warum er nicht einfach mit seinen Freunden feiern gehe. Michaels Antwort war kurz, aber sehr nachdenklich. Er habe keine Freunde, sagte er.
Diese Aussage zeigte einmal mehr, wie isoliert Michael Jackson trotz seines weltweiten Erfolges zeitweise gelebt haben muss. Und auch das sehen wir ja auch im Michael Biopic. Außerdem sprach Bill Wolfer über Michaels unglaublichen Perfektionismus. Er könne sich nicht erinnern, Michael Jackson jemals unvorbereitet erlebt oder einen Fehler habe machen zu sehen. Auch Jahrzehnte später sind es genau diese Erinnerungen, die Bill Wolfer besonders mit Michael Jackson verbindet. Hier bedankt sich Paz bei Bill und erzählt, dass er richtig guten englischen und schottischen Akzent sprechen kann. English and Scottish accents, so I recommend getting him to give it a go. He was a bit embarrassed about doing it, but he'll do it. Der Blick von der Themse rein in die Kingvention. Hier seht ihr den Merch-Raum, das Captain EO Café und die Spielecke. Mario, hier bist du Harry. Hier bin ich Harry. Ja. Twister aus dem Michael Biopic fand hier seinen Platz. Minix-Figuren, Bücher von Paz Jax und Dan Beck, jede Menge T-Shirts und Vanessa, die sich an Twister herantraute. Okay. Läuft schon, ja. Die Menge an Merch ist schier unendlich. Online findet ihr alles auch im offiziellen Shop der Kingvention. Er heißt King of Shop. Linke Hand auf Gelb. Linke Hand auf Gelb. Auch das wissenschaftliche Buch von Elizabeth Amiso gab es jetzt für 30 Pfund im Taschenbuchformat. Fotografien von Stephen Paul Whitsitt, die man ebenfalls kaufen konnte. Und Vanessa fand beim Twister-Spielen ein goldenes Ticket. Die erste sich an Twister angetraut hat. Kunst, ein Gipsabdruck von Michael Jacksons Gesicht, umrahmt von Sonnenblumen, gab's bei Michael in Sunflowers. Hier ein britischer Künstler namens Christopher Baker, der handgemalte Bilder und Porträts von Michael Jackson zeichnet. Alles handgemacht, richtig gut. Seine Kunst vertreibt er unter CJB Art. Wirklich fantastisches Artwork, seine Kunst. Auf dem ersten Blick meint man, dass das Fotos sind. Beim näheren Betrachten sieht man, dass das Zeichnungen sind. Richtig, richtig gut. Auch der französische Autor Brice Nayar, der 2023 in der Nähe von Köln den MJ Music Day organisiert hatte, in den Dirks Studios, Video findet ihr auch hier bei mir bei MJ Update auf meinem Kanal, stellte hier auf der Kingvention seine englischen Bücher vor. Let's Make History und From Thriller to Bad. Brice hatte schon alle wichtigen Menschen, die mit Michael zusammengearbeitet hatten, im Gespräch. So hat er diese Bücher entwickelt. Im französischsprachigen Raum organisiert er regelmäßig ähnliche Veranstaltungen zu Michael Jackson, wie die Kollegen aus Großbritannien bei der Kingvention. Vanessa und ich beendeten schließlich unseren Ausflug auf die Twister-Matte. Anyway, let's move on to our next special guest. You may have seen him in Captain EO, you may have seen him in Smooth Criminal. If not, you're going to see him for the first time today. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Hugo Huiza. Mit Hugo Huiza begrüßt die Kingvention einen Tänzer, der Michael Jackson-Fans vor allem aus 2 Produktionen kennen dürften: Captain EO und Smooth Criminal. Hugo, den vielen auch unter seinem Künstlernamen Mr. Smooth kennen könnten, gehört zu den Pionieren des Popping und Locking und war bereits in den 1980er Jahren in der Street-Dance-Szene aktiv. Neben seiner Arbeit mit Michael Jackson stand er auch mit Künstlern wie Lionel Richie auf der Bühne. Dass Hugo Huiza in diesem Jahr zur Kingvention eingeladen wurde, passt perfekt zum Motto der Veranstaltung.
Unter dem Titel Another Part of Me stand die diesjährige Convention ganz im Zeichen von Captain EO, dem legendären 3D-Film aus dem Disney-Parks. Nach seinem Auftritt habe ich mit Vanessa vom Michael Jackson Fanclub Malibu gesprochen. Als großer Captain EO-Fan war sie natürlich besonders gespannt auf die Erinnerungen und Geschichten, die Hugo mitgebracht hatte. Hier sind wir wieder. Wir kamen gerade raus aus der zweiten Podiumssitzung und ich habe hier neben mir Vanessa vom Malibu Fanclub stehen, die der weltgrößte Captain EO-Fan ist. Ja, bin ich. Erzähl Hier, mal Captain selbst, EO-T-Shirt. wie ist deine Verbindung zu Captain EO? Also, wie ist meine Verbindung zu Captain EO? Captain EO ist, ich wollte gerade schon Englisch reden, the reason, der Grund, warum ich mich in Michael verliebt habe. Weil 1995, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, Leute, 1995 war ich in Disneyland, Paris. Da war ich 6 Jahre alt und da war ich mit meinem Vater in Captain EO drin und dachte, was ist das denn? Dieser Typ mit den schwarzen Locken im weißen Outfit tanzt da so rum und leuchtet und kickt und macht und wummt und macht den Moonwalk und diese Tänzer da, was geht denn da ab? Ja, dann hat mein Vater gesagt, hat zu meiner Mutter gesagt, du musst auch mit rein. Und dann waren wir da alle mehrmals drin und wir waren da 10-mal drin. 1996 waren wir wieder an Weihnachten in Disneyland, war ich 7 Jahre alt, wieder Captain EO rein. Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass es Michael Jackson ist, ne? Ich fand's nur geil. Ja, Gott sei Dank, irgendwann Invincible-Album, dann habe ich es gecheckt, dann war ich Michael Jackson-Fan mit 12, dass ich es wusste. Aber dann habe ich irgendwann im Malibu-Forum gesehen, Captain EO, und dann, ach so, dann hat's Klick gemacht. Und dann... So hast du die Verbindung bekommen. Genau, und ich hatte damals in meinem Teenagerzimmer das Captain EO-Logo nicht an die Wand, an die Decke gepinselt. Hatte ich früher. Also dieses Logo habe ich abgemalt, mit Wasserfarben an die Decke gepinselt. Cool. Ja, so sehr mag ich Captain EO. Ja. Also du hast da richtig, du brennst für Captain EO, du hast da eine Leidenschaft für. Ja. Und wie war das für dich heute, einen Tänzer zu sehen, der mit Michael zusammen in deinem Lieblingsvideo, das dich zum Fan machte, gesehen zu haben? Ja, das war ja zuerst, eben lief noch Captain EO, das wurde ja auch gescreent hier. Der komplette 3D-Film, nicht in 3D, aber er wurde hier eben auch gezeigt. Genau, deswegen, also ich habe am Ende kurz geweint, weil vorher halt das Interview war mit Hugo Hüser und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich bin hier in London, neben der Themse, guck Captain EO nochmal mit so fetten Sound, weil zu Hause auf dem Fernseher wummst das nicht so, wie hier in dem Saal mit den fetten Boxen. Nicht ganz wie in Disneyland, aber trotzdem geil. Und die Qualität ist halt zu Hause auch nicht so gut, weil Captain EO gibt es ja nicht in guter Qualität. Und hier hatten die eine wirklich gute Qualität und auch laufen. Und die Musik macht's wirklich aus, dieser Bass, Leute. Ne? Und dann zu wissen, dass Hugo da irgendwo sitzt, einer der Tänzer von Captain EO, hier im Raum. Und ich bin auch dabei. Was ist denn das für ein Erlebnis? Also ich bin gesegnet. Ja, danke Kingvention. Ja. Von, kommen wir nochmal. Save the Queen. Ja. God Save the Queen. Oder den King. Ja. Wir sind in London, genau. Und wenn wir nochmal an Hugo gerade nachdenken. Ja, sorry, voll abgeschweift, ja. Was hat dir da am besten gefallen? Was für Geschichten, was für Momente, die er erzählt hat? Also so man hat voll gemerkt, er ist so ein richtiger Tänzer. Dem ist es egal, dass Michael den Tanzschritt geklaut hat und Moonwalk dann am Ende draus wurde, obwohl der Moonwalk eigentlich so im Kreis, wie er sagte, war. Der Moonwalk, was er sagte, war der Reverse Walk. Nee, der Backwalk. Backwalk, Reverse Walk, irgendwie Backwalk, genau. Aber Michael hat Moonwalk aus dem Kreiswalk gemacht und... Genau. Eigentlich ist, wenn Tänzer sich so bewegen, so wie Michael das auch gemacht hat. So wie halt auf dem Mond irgendwie, ne? Genau, aber der Moonwalk, das ist der Backwalk oder Reverse, ich meine halt Backwalk, ja, halt der Rückwärtswalk, ne? Backslide. Ah, okay. Ihr hört es gerade aus dem Off. Ja, Backslide, genau. Genau, und da gab es dann ja auch die Diskussion darüber, dass, wie man das fand, dass Michael hat dann die Diskussion angeregt, nee, das ist für mich der Moonwalk. Und ihm war das dann letztendlich auch egal, also Hugo war das egal, ob das jetzt der Moonwalk war oder sie. Michael hat das zum Moonwalk gemacht, was jetzt der Moonwalk ist, was vorher in der wie hieß dieses? Popping und Locking Szene, da war das eben was anderes mitgemacht. Ja. Und Hugo fand es halt toll, dass Michael das interessant fand und in seine Videos mit einbringen wollte. Ja. Und ich hatte ja keine Ahnung, dass der Mann noch bei Smooth Criminal dabei war. Nee, ich habe voll viel gelernt heute. Smooth Criminal, Captain EO. Und er hat ihn noch mal im Japan gesehen. Ah ja, genau. Aber dann privat. Das fand ich auch interessant.
Ja. Er war zufällig als Tänzer in Japan gebucht, ne, und hat mitbekommen, dass Bill Bray irgendwo unterwegs war. Hat er Bill Bray gesehen am Hotel und hat dann Bill Bray angesprochen, hey, ist Michael hier? Hat sich dann gedacht, die Frage hätte ich mir eigentlich sparen können, aber gut. Ja. Und Bill hat im Hotel oben angerufen und Michael hat ihn zu sich gebeten. Ja, da hat er nicht auch gedacht, ob das klappt, ne? Ob der überhaupt anruft, aber hat geklappt, ja. Genau. Und dann entstand so ein cooles Foto von den beiden, kannst du ja einblenden, beide mit Locken und so. Ja. Sahen sich schon von der Haare her ein bisschen ähnlich. Auf jeden Fall, coole 80er. Ja, das ist Hugo. Gab es da noch Geschichten? Gerade mal überlegen. Ach ja, doch, der war ja, Pesch fing ja an, wie habt ihr euch kennengelernt? Irgendwie hat Michael, ich weiß nicht ganz genau, irgendwen angerufen, aber Hugo sollte mit ein paar Leuten, die hießen auch Taco, die haben auch alle so geile Namen, auf Havenhurst vorbeikommen, weil Michael wohl Interesse hatte für Popping und Locking und diese Street Dance wollte er lernen. Und dann sind die auf Havenhurst. Hugo hat erzählt, dass Michael ein bisschen krank war und deswegen einen Mundschutz, eine Maske getragen hat. Deswegen haben die gar nicht mit Michael viel interagiert, war ein bisschen respektvoll, aber haben dann immer ihre Dance-Routines da gemacht. Und Michael konnte sich, glaube ich, ein bisschen was abgucken. Und viel später erst kam nochmal ein Anruf für Captain EO, glaube ich. Ja, so war das. Ja, super interessant. Ne? Ja, fand ich auch. Also ich bin immer noch baff. Wir saßen sogar auch nebeneinander, wir hatten Tickets nicht abgesprochen. Irgendwie kommt die Geschichte. Harry. Oh mein Gott. Das ist mir, glaube ich, schon mal mit dem Ueli passiert. Da saßen wir auch nebeneinander. Wir wussten es gar nicht. Grüß an die Schweiz. Grüß dich, Ueli. Ja, und damit sind wir mit dem zweiten Sprecher durch heute. Ja. Und wir gucken uns jetzt mal die nächsten an. Ne? Ich bin gespannt. Ja. Ciao. Neben den Geschichten, über die wir bereits gesprochen haben, teilte Hugo Hosian noch einige weitere spannende Erinnerungen an den Dreharbeiten mit Michael Jackson. So erinnerte er sich daran, dass während der Produktion immer wieder schwerkranke Kinder ans Set eingeladen wurden. Viele von ihnen hatten den Wunsch geäußert, Michael Jackson persönlich kennenzulernen. Michael nahm sich Zeit für diese Kinder, sprach mit ihnen und ermöglichte ihnen einen Blick hinter die Kulissen. Für Hugo war das eine der bewegendsten Eindrücke seiner gesamten Zeit mit Michael. Auch an die Dreharbeiten zu Smooth Criminal konnte er sich noch gut erinnern. Interessanterweise wusste damals kaum jemand aus dem Team, was eigentlich genau produziert wurde. Zwar war klar, dass Michael Jackson an einem neuen Projekt arbeitete, doch wofür die Aufnahmen letztendlich verwendet werden sollten, wusste fast niemand. Hugo erinnerte sich daran, dass im Backstage-Bereich und in den Garderoben überall Schilder mit der Aufschrift Chicago Nights hingen. Offenbar handelte es sich dabei um einen Arbeitstitel des Projekts. Erst später wurde aus den Dreharbeiten das legendäre Smooth Criminal Musikvideo, das schließlich auch in dem Film Moonwalker verwendet wurde. Eine weitere Erinnerung betrifft den berühmten Mittelteil von Smooth Criminal. Während viele Fans gerade diesen Abschnitt lieben, erinnerte sich Hugo daran, dass die Dreharbeiten dazu äußerst aufwendig waren. Die Szene musste immer wieder wiederholt werden, was viel Geduld erforderte. Rückblickend gehörte dieser Teil für ihn zu den anstrengendsten Momenten der Produktion. Gerade solche persönlichen Erinnerungen machen deutlich, wie viele Geschichten hinter den Kulissen von Michael Jacksons Projekten entstanden sind. Geschichten, die Fans heute nur noch selten aus erster Hand hören können. Nach den Live-Interviews startete das Live-Screening von Captain EO. Das erste Mal sah ich auf der großen Leinwand mit gutem Sound den kompletten Film. Eigentlich lief er in den Disney-Parks damals in 3D. Hier auf der Kingvention konnten wir uns an der 2D-Aufnahme erfreuen. Generell steht eine Veröffentlichung von Captain EO auf DVD oder auf Streaming-Plattformen noch aus. Captain EO gehört zu Disney und dem Star Wars-Universum. Eine komplizierte rechte Situation macht es unmöglich, dass Captain EO offiziell veröffentlicht werden kann. Daher war dieses Screening für mich etwas ganz Besonderes. In einem Schaukasten konnten wir unterschiedlichstes Captain EO Merch, das es damals in den Disney Parks zu kaufen gab, bewundern. Uhren, T-Shirts und Figuren aus dem Film. In dem Ausstellungsbereich der Kingvention standen auch Fotos von dem Fotografen Steve Slocumb, der damals am Set von Captain EO alles fotografiert hatte. Die Bilder konnte man auch kaufen, kleinformatig für 15 Pfund
und in riesengroßen XXL-Varianten für 175 Pfund. Richtig gute Auflösung und Top-Qualität. Auf verschiedenen Displays konnten wir sehen, wie Captain EO damals mit dem Regisseur Francis Ford Coppola und George Lucas, der ja maßgeblich an Star Wars beteiligt war, entwickelt wurde. We welcome our final guest to the stage. You may know him as a 12-year-old kid with spiky hair like this. However, he doesn't look like that anymore. He's a fully grown adult. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, fresh from the set of Ghosts, Seth Smith. Der dritte Gastredner der Kingvention 2026 war Seth Smith. Michael Jackson-Fans kennen ihn vor allem aus dem Kurzfilm Ghosts, in dem er einen der Jungen aus der Dorfgemeinschaft spielt, die dem geheimnisvollen Maestro gegenüberstehen. Neben seiner Rolle in Ghosts war Seth Smith bereits als Kind in verschiedenen Filmproduktionen zu sehen. So spielte er unter anderem an der Seite von Robin Williams und Jennifer Lopez im Film Jack mit und wirkte auch in der dritten Fortsetzung von Kevin allein zu Haus mit. Der Film hieß Wieder allein zu Haus. Mit Macaulay Culkin und Ted Danson wirkte er in dem Film Allein mit Dad und Co. mit. Auch mit dem Basketballer Michael Jordan spielte er in einem Werbespot mit. Später zog er sich jedoch weitestgehend aus dem Filmgeschäft zurück. Nach seinem Auftritt auf der Kingvention habe ich mit Jenny von Michael Jackson Fanclub Malibu über seine Erinnerungen an die Dreharbeiten und den Begegnungen mit Michael Jackson gesprochen. Da sind wir wieder. Wir kamen gerade raus wieder aus dem Raum. Ja, das war der dritte Gastredner gerade und ich habe hier Jenny neben mir stehen von Malibu. Ihr kennt sie bestimmt. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier mit dir stehen darf. Ja. Und wir ein bisschen quatschen können. Das ist immer schön. Kingvention, London. Erstmal nachrechnen, das dürfte deine 11. Kingvention sein? Ja, ich habe nur eine verpasst von allen, ansonsten 10. war ich immer da. Genau, da habe ich heute noch mit Pesch drüber gesprochen und er so, jo, du hast nur eine, bei einer warst du nicht dabei, er hätte auch nochmal nachgeguckt. Ich so, ja, okay. Ja, aber ja, es ist für mich irgendwie, es ist ein Muss. Weil ich finde, dass sie sich so viel Mühe geben. Es ist so eine tolle Location wieder. Also die wechseln ja immer die Locations. Hier sind wir jetzt zum zweiten Mal. Ja. Und einfach, wir stehen hier an der Themse. Das wir ist sind so in schön London. Hier, genau. Man trifft so viele Leute, neue Gesichter, Ihr alte kennt Leute. Kingvention Folge 2023, das war meine erste Kingvention, da waren wir auch schon hier. Genau. Und unten mit diesen Kronleuchtern, das ist ja... Es ist der Hammer, ne? Also die Deko, die kann man gar nicht schöner machen als das, was da ist. Ja, und ich finde einfach, dass man Fan-Events auch immer unterstützen muss. Auf jeden Fall. Weil wenn wir alle immer nur sagen, ach, das ist mir zu weit und ich möchte nicht und ich kann nicht. Und wenn das so viele sagen, dann gibt es irgendwann diese Events nicht mehr. Und deswegen, wenn es in meiner Macht steht und ich kann, dann bin ich gerne immer dabei. Und dieses Event mag ich halt sehr gern. Auf jeden Fall. Und wir sehen es auch immer wieder, es sind immer mehr Deutsche, die auch hierher kommen. So. Woran das auch immer liegen mag. An uns, wir locken. Ja. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, Menschen zu treffen, die mal mit Michael gearbeitet haben oder in irgendeinem, ja, wir haben in der Regel mit ihm gearbeitet, die hier sprechen. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch der Kingvention. Und gerade haben wir einen Schauspieler erlebt, der war früher als Kind, ein Kinderschauspieler, muss man in dem Fall sagen, und hat im Ghosts-Video, war er einer der 3 Jungs, die mit den Familien in dieses Schloss reinstolziert sind. Ein Teil der Dorfgemeinschaft quasi. Ein Teil der Dorfgemeinschaft. Genau, richtig. Genau. Und das hat mich besonders gefreut, weil ich Ghosts so liebe. Also, wenn Leute immer so fragen, was magst du lieber, Thriller oder Ghost, so zu Halloween oder so, ich bin immer Team Ghost. Ja. Nicht, dass ich Thriller schlecht finde, um Gottes Willen. Aber ich mag Ghosts halt so sehr, seine Optik da und wie modern. Ja, und wie modern, dass es heute noch modern aussieht, wenn man sich Ghosts anguckt, obwohl es auch schon so lange her ist. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass jemand von dem Cast heute hier war. Ja. Genau. Was hat dir von seinen Geschichten am besten gefallen? Was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Ja, also ich fand es halt spannend zu hören, dass Michael eben mit den Kindern auch so unglaublich gut umgegangen ist. Also dass er die sozusagen auch so ein bisschen
die Lockerheit da reingebracht hat. Er hat den Stinkbomben und so gegeben und sie sollten einfach damit Spaß haben. Ja, das ist typisch Michael. Er hat den Anweisungen gegeben, hier, geh mal zu dem und zu dem und ärgert die. Und so hatten alle was zum Lachen, aber das ist halt Michael und er hat den Kindern da, glaube ich, so einen richtig tolle Tage auch bereitet. Ja. Also, dass es nicht so Arbeit für sie war, sondern dass sie Spaß daran hatten, weil Michael weiß selbst nur zu gut, wie es ist, wenn man als Kind zu viel arbeitet und nicht genug Freizeit hat. Da kommt das wahrscheinlich her. Und ich glaube, dann wollte er bei den Kindern, die bei ihm mitmachten, eben dieses Gefühl nicht geben. Ja. Und da gab es ja auch diese Geschichte, die er am Anfang erzählt hat, dass sie alle ja in dem Hänger saßen mit dem Produzenten und da die Stimmung so ein bisschen ein bisschen angespannt war. Das war der Moment, wo das erste Mal Michael reinkam. Oder? Genau, richtig, wo Michael reinkam und da kam Michael. Es war vorher noch ausgelassen, alle waren am Reden. Ja, und dann kam er rein und dann alle so, wie sollen wir uns jetzt verhalten? Ja. Und Michael hat Kaugummi gekaut. Und dann hat er das Kaugummi irgendwo reingetan. Ja. Und Sam Emerson ist es ja, glaube ich, ne? Der hat dann... Stan Winston. Stan Winston? Ja, okay, ich weiß es gar nicht mehr. Oder? Stan Winston, okay, ja. Heute mit den ganzen Namen kommt man schon durcheinander. Ja. Der hat dann gemerkt, die Situation müssen wir hier irgendwie entzerren und hat dann dieses Kaugummi, dieses benutzte von Michael, in den Mund gesteckt und hat weitergekaut. Und dann war natürlich alle das gelacht. Gelächter groß und es war alles locker und alle haben sich super verstanden. Das war so ein Drehbuch-Setting, dass der gesamte Cast, also alle Personen, die in dem Video zu sehen sind, haben sich zu so einer Drehbuchbesprechung getroffen. Ja. Und dann kam eben auch Michael dazu. Und dann am Anfang, da musste da ein Eisbrecher sozusagen her. Und das ist dann über diese Kaugummi-Situation geschehen. Genau. Und man kennt ja auch nicht so viele von dem Ghosts-Cast. Nee. Also das ist immer so, da kennt man nicht so viele Leute. Shana Mangatal, ja, die hat man jetzt auch auf ein paar Fotos gesehen, die heute eingeblendet worden sind. Aber halt auch von den 3 Kids, die kannte man ja so gar nicht. Und ist halt iconic auch, was er so macht da in dem Film und so, ne, mit Michael. Is this scary? Genau, das kennt ja jeder irgendwie. Und auch toll die Geschichten, die er erzählt hat, dass er immer neben dem Bürgermeister stand und ja eigentlich Michael gar nicht anders erlebt hat, so großartig so als Michael, sondern immer so als Bürgermeister. Ja. Und da fragte dann Pesch ihn auch so von wegen, glaubten die denn dann überhaupt die Leute, dass du mit Michael da unterwegs warst? Weil da stand ja dieser Bürgermeister da immer neben dir. Nein, war schon lustig und schön, dass er diese Erinnerung mit uns da geteilt hat. Natürlich hat er auch gesagt, an alles kann er sich nicht mehr erinnern, weil wir kennen das sicherlich alle. An alles, als ich 12 war oder so, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, sondern nur so an wirklich wichtige Dinge. Und deswegen war vieles natürlich auch so ein bisschen weg bei ihm, aber er hat sich auch an einiges erinnern können und das mit uns teilen können. Das war herrlich. Das war wunderschön. Und er hat auch noch ein privates Erlebnis gehabt mit Michael, weil Michael hat die 3 Kinderdarsteller und ihre ganzen Familien auf Neverland eingeladen. Zu einem späteren Zeitpunkt, also wird er wahrscheinlich 13 gewesen sein, weiß ich nicht. Und da hat er eben auch erzählt, wie es auf Neverland war. Und hat verschiedene Aktionen beschrieben, wie das war mit den Wasserbomben oder irgendwas mit Wasser. Genau, dass er im Team Michael war und dass dann 2 Teams gegeneinander gespielt haben. Aber sein Team, also mit Michael, hat natürlich gewonnen. Ja. Und dann erzählte er ja auch noch die Geschichte, seine ganze Familie war ja mit dabei und sein Vater ist ja so ein bisschen so ein Hühne. Ah ja, stimmt. Ja. Ne? Und dann kam er in den Raum rein und Michael so, oh Gott, wer ist das denn? Und er so, mein Vater, muss man vor dem Angst haben? Ja. Und er sagte dann, eigentlich sollte ich Nein sagen, aber ich habe gesagt, ja, manchmal muss man vorsichtig sein. Und Michael so, die Geschichte fand ich auch lustig. Ja, genau, aber auch cool, dass er alle eingeladen hat, eben mit der ganzen Familie. Also der hat ja jetzt auch gesagt, mit ihm waren 5 oder 6 aus seiner Familie da. Genau, die waren, glaube ich, zu 6 Kindern. Genau, das ist doch super. Und einer seiner Brüder konnte nicht, da haben die dann einfach einen Freund oder so mitgenommen. Ja, doof für ihn, das hat er wahrscheinlich immer bereut, aber gut. Nein, aber ich fand es toll, dass er wirklich diesen Moment auch noch hatte und dass die Kingvention People auch gar nicht wussten, dass er diese Neverland-Geschichte noch auf Lager hat. Ja, der hat sich noch was aufgehoben. Der war super lustig. Ja, ne? Ich fand den auch. Der war sehr sympathisch. Ja, ich fand die alle eigentlich nett. Ja. Also jeder auf seine Art und Weise, alle anders, aber alle sympathisch. Ja. Toll, einfach mal wieder neue Leute auch kennengelernt zu haben. Ja, das ist immer gut. Ja, damit war das der letzte Gastredner. Wir machen uns jetzt fertig für die Autogrammstunde und für die große Party danach. Ja, das ist immer noch ein Highlight. Kingvention ohne die Party am Ende geht gar nicht. Viele kommen dann auch noch, auch von den Sprechern manchmal kommen manche noch dazu. Und es ist angekündigt, dass Hugo gleich noch was tanzen möchte. Das wäre natürlich mega. Da würde unsere Vanessa natürlich sehr freuen. Genau. Vanessa's Day heute. Genau, richtig. Nein, ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Ja, das ist die Kingvention. Wir machen uns jetzt fertig für die Party. Genau, bis bald. Einige Geschichten, die Seth Smith auf der Bühne erzählte, kamen in unserem Gespräch gar nicht oder nur am Rande vor. So erzählte er von seinem Casting für den Film.
Vor dem Vorsprechen hörte er immer wieder Schreie und ungewöhnliche Geräusche aus den Räumen, in denen bereits andere Kinder vorsprachen. Als junger Schauspieler fragte er sich damals, in welchem Projekt er hier eigentlich gelandet war. Um sich von den anderen Bewerbern abzuheben, versuchte er sogar bewusst etwas anders aufzutreten als die übrigen Jungen. Besonders lebhaft erinnerte sich Seth an seinen Besuch auf Neverland. Gemeinsam mit seiner Familie und den Familien der anderen Kinderdarsteller verbrachte er dort Zeit mit Michael Jackson. Einer seiner Lieblingsmomente spielte sich auf der Autoscooteranlage ab. Während einer Fahrt rammte Seths Bruder versehentlich oder mit Absicht Michael Jacksons Wagen. Für einen kurzen Moment herrschte Unsicherheit. Alle fragten sich, ob Michael darüber verärgert sein würde. Doch stattdessen drehte Michael seinen Wagen um, verfolgte die beiden und rammte sie zurück. Anschließend brach er in lautes Gelächter aus. Aus einer vermeintlich unangenehmen Situation wurde so eine der lustigsten Erinnerungen des Tages. Auch ein Besuch im Neverland Zoo blieb ihm bis heute im Gedächtnis. Dort begegnete er einer Schlange mit dem Namen Madonna. Als er Michael davon erzählte, reagierte dieser zunächst überrascht und fragte mit großen Augen: „Du hast Madonna gesehen?" Erst einen Moment später wurde klar, dass es sich nicht um die berühmte Sängerin, sondern um die Schlange handelte. Offensichtlich wollte Michael ihn damit wohl ein bisschen verarschen. Eine weitere Erinnerung zeigt eine Seite von Michael Jackson, die viele Wegbegleiter immer wieder beschrieben haben. Während der Dreharbeiten wurde Seth normalerweise von seiner Mutter begleitet. Eines Tages brachte ihn jedoch sein Vater zum Set. Als Michael den großen, kräftigen Mann bemerkte, fragte er sofort, wer das sei. Nachdem Seth erklärt hatte, dass es sein Vater sei, wollte Michael wissen, ob sein Vater gut zu ihm sei. Diese Frage mag zunächst ungewöhnlich wirken, zeigt aber auch, wie sehr Michael sich für das Leben der Menschen um ihn herum interessierte. Gerade das Verhältnis zwischen Kindern und ihren Vätern war ein Thema, das ihn offenbar besonders beschäftigte. Es sind genau solche kleinen persönlichen Erinnerungen, die einen seltenen Blick hinter die Kulissen von Ghosts ermöglichen und gleichzeitig zeigen, wie Michael Jackson abseits der Bühne auf die Menschen wirkte, die mit ihm gearbeitet haben. Die Big MJ Debate mit Paz und Char ist ein britisches YouTube-Format, in dem die beiden über verschiedene MJ-Topics sprechen. Hier auf der Kingvention führten die beiden durch eine 40-minütige Diskussion über das Michael Biopic und wie die Entwicklung war, wo wir stehen und wie es um eine Fortsetzung steht. Mehr Infos bekommt ihr auf deren YouTube-Kanal. Nach Vanessa entdeckte auch Chris im Raum der Debatte ein goldenes Ticket. Damit hatten beide eine Mini-X-Figur gewonnen, die sie sich bei Sebastian abholen konnten. Der Kingvention Live-Tag endete mit der Autogrammstunde. Seth, Bill und Hugo unterschrieben alles, was wir Fans ihnen vorhielten, ließen Fotos von sich machen und beantworteten unsere Fragen. Auch ich ließ mich mit allen fotografieren. Und auch hier muss ich nochmal sagen, es hat super Spaß gemacht, die drei hier zu treffen. Sie waren alle total entspannt, locker und es hat richtig Spaß gemacht. Nach dem offiziellen Programm war der Tag für die meisten Besucher aber noch lange nicht vorbei. Am Abend öffneten sich die Türen zum roten Teppich und zur großen Kingvention Party. Gemeinsam mit Chris, Janni, Vanessa, Jenny und vielen weiteren Michael Jackson-Fans machten wir uns auf den Weg zur Abendveranstaltung. Hier wurde getanzt, gelacht, gefeiert und natürlich vor allem eins: Michael Jacksons Musik genossen. Während auf der Tanzfläche ein Hit nach dem anderen lief, nutzten viele Fans die Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu schließen oder alte Freunde wiederzutreffen. Genau das macht die Kingvention für viele Besucher so besonders. Es geht nicht nur um seltene Ausstellungsstücke, Gastredner oder spannende Geschichten aus Michael Jacksons Karriere. Es geht vor allem um die Menschen, die seine Musik und sein Vermächtnis bis heute verbinden.
Auch Seth Smith ließ sich die Party nicht entgehen und mischte sich unter die Gäste. Überall wurde getanzt, diskutiert und gefeiert. Egal ob langjähriger Fan oder Besucher zum ersten Mal, an diesem Abend spielte das keine Rolle mehr. Alle teilten die gleiche Leidenschaft. Wenn ich an diesen Tag zurückblicke, dann ist genau das der Grund, warum sich die Reise nach London jedes Mal lohnt. Die Kingvention ist weit mehr als eine Convention. Sie ist ein Treffpunkt für Fans aus aller Welt. Ein Ort voller Erinnerungen, Begegnungen und Geschichte, die man so nur hier erleben kann. Und genau deshalb freue ich mich jedes Jahr aufs Neue, wieder dabei zu sein. Ich bin hier auf dem roten Teppich, Kingvention 2026 und es ist super laut hier, wie ihr vielleicht hört. Deshalb brülle ich hier nahezu. Es ist super viel los hier. Es sind rund 500 Michael Jackson-Fans hier. Die Kingvention ist ausverkauft dieses Jahr, habe ich eben gehört. Und ja, wir feiern hier Michael Jackson auf dieser Convention, sein Vermächtnis. Und ja, wir haben hier einfach Spaß. Es ist eine richtig tolle Veranstaltung und es macht richtig Spaß, hier zu sein. Auf der Kingvention Party laufen alle Michael Jackson Songs. Neben seinen typischen Hits wie Thriller, Billie Jean, Beat It oder Smooth Criminal dürfen auch seltene Songs nicht fehlen, wie zum Beispiel Money, Al Capone, Chicago und andere Songs, die man eher seltener auf Partys hört. Diese Party ist von Fans für Fans. Und auf der Kingvention spielt es keine Rolle, wer du bist. Ob klein oder groß, jung oder alt, Mann oder Frau, hier ist jeder willkommen und das spürt man auch. In dieser Gemeinschaft fühlt sich einfach jeder gut aufgenommen und macht immer wieder einen Riesenspaß. Das gibt genau den Spirit wieder, den Michael Jackson uns gegeben hat. Heal the World, We Are the World, Earth Song, Will You Be There? Das ist der Spirit, den diese Veranstaltung mitgibt. Wenn ihr noch mehr Eindrücke von der Kingvention 2026 bekommen möchtet, dann lohnt sich auch ein Blick zu meinen Freunden vom Michael Jackson Fanclub Malibu. Auf YouTube und Spotify berichtet Jenny in einer aktuellen Folge über ihre Erlebnisse und Eindrücke von der diesjährigen Kingvention in London. Und hier seht ihr übrigens Janni und Chris vom Jackson Mania Podcast auf der Tanzfläche. Die beiden haben ebenfalls eine eigene Folge zur Kingvention 2026 veröffentlicht und sprechen dort ausführlich über die Veranstaltung, die Gastredner und ihre persönlichen Highlights. Besonders freue ich mich darüber, dass ich diesmal selbst als Gast im Podcast dabei sein durfte. Wenn ihr also nach dieser Folge noch tiefer in die Kingvention eintauchen möchtet, hört gerne auch bei Jackson Mania rein. Dort sprechen wir gemeinsam über unsere Erlebnisse in London und lassen die diesjährige Convention noch einmal Revue passieren. Es ist wirklich schön zu sehen, wie viele unterschiedliche Projekte, Podcasts, Fanclub und Creator die Michael Jackson Community zusammenbringt. Und genau das macht Veranstaltungen wie die Kingvention so besonders. Falls ihr auch meine Berichte von den vergangenen Veranstaltungen sehen möchtet, dann schaut gerne in meine Kingvention-Playliste hinein. Dort findet ihr bereits meine Reportagen von 2023 und 2025 mit vielen weiteren Eindrücken und besonderen Momenten. Doch irgendwann geht auch der schönste Tag zu Ende. Kurz nach Mitternacht endete die Musik, die Lichter gingen an und die letzten Besucher machten sich langsam auf den Heimweg. Nach vielen Stunden voller Gespräche, Begegnungen, Erinnerungen und natürlich jeder Menge Michael Jackson war die Kingvention 2026 schließlich Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Eindrücke in die Kommentare und abonniert den Kanal, um keine zukünftigen MJ-Updates zu verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao!